Digitale Tools, moderne Technologie, die Mischung aus wirklich den ganzen Kombinationen, modernen Oberflächen, das um die Ecke denken, das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Mein Name ist Thomas Brodowy, ich bin Besitzer von Raumcodes Hamburg aus Hamburg. Wir sind spezialisiert auf den kompletten Innenausbau, von Estrich bis zur letzten Lampe machen wir alles aus einer Hand. Wir sind ein Team von ca. 15 Leuten, von Handwerkern, Indesignern, Büro, alles was man eben braucht, um so ein Unternehmen zu führen. Raumcodes Hamburg steht für tolle Oberflächen, anderes Denken, um die Ecke denken, Räume anders zu gestalten, nicht den Standard zu benutzen, einfach mal über die Kante rüber gucken. Die Ausstellung spielt eine sehr große Rolle für den Kunden, der hier reinkommt und den ganzen Raum sieht, beziehungsweise was man mit einem Raum komplett erstellen kann, durch Oberflächen, durch die Größe, durch die Variation von Materialien, durch das Anfassen, durch das Fühlen der Produkte. Der Kunde stolpert in der Regel hier einfach in den Laden rein. Wir sprechen den Kunden an, was er gerne möchte, was er sich wünscht. In der Regel ist es so, dass wir zu den Kunden dann nach Hause fahren, wenn wir die ersten Sachen besprochen haben, um ein Aufmaß zu machen. Das Aufmaß machen wir mit einer 360-Grad-Kamera, um eben halt auch immer ein gutes Gefühl für die Baustelle zu haben. Wir können in den Raum reingehen, wir können aufmessen. Wir können das auch im Palette-Cut gut überspielen. Wir können sehr gut nochmal den Raum nachvollziehen. Dann fahren wir wieder in die Firma, erstellen ein Planungskonzept bzw. eine Planung. Das heißt, der Kunde bekommt schon beim zweiten Gespräch eigentlich schon mal so ein bisschen was mit, was man mit so einem Raum machen kann. Ich habe hier Palette-Cut schon mit ins Haus gebracht. Ich hatte vor langen Jahren gesucht nach einer 3D-Software, mit der ich schnell gute Ergebnisse hinbekomme, die gut im Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Bin dann auf Palette-Cut gestoßen, habe damit jetzt jahrelang gearbeitet und bin dann hier in den Betrieb mit reingekommen mit diesem Programm. Inzwischen ist es sehr wichtig für uns, dass wir sehr schnell gute Rendering-Ergebnisse kriegen, dass wir gute Präsentationen kriegen, aber das dann auch übertragen können in eine vernünftige Planung. Das heißt auch Bemaßungen anlegen können und für die Techniker vor Ort eben auch eine Ausführungsplanung machen können. Wir lieben das digitale Planen, weil wir damit dem Kunden sehr gut verdeutlichen können, wo unsere Entwurfsidee steckt. Das heißt, wir können anders als bei einer 2D-Planung im herkömmlichen Sinne sehr schnell dem Kunden auch den Raum vermitteln und auch die Entwurfsidee, was der Gedanke dahinter ist, vermitteln. Seit jüngerer Zeit nutze ich den Palette Showroom, weil er unglaublich viele Funktionen bietet, um dem Kunden den Entwurf näher zu bringen. Also ich kann dort natürlich Bilder einfügen und auf die Bilder kann ich dann aber auch nochmal Hotspots einfügen, die dem Kunden dann direkt auf das Produkt führen. Wir können inzwischen eben auch die Virtual Reality Brille mit einsetzen. Das bietet uns den großen Vorteil, dass der Kunde sich selbst in seinen Raum bewegen kann und auch erahnen kann, im Gegensatz zum normalen Grundriss, wie groß ist der Raum eigentlich, was habe ich mit einer Dachschräge zu tun und wie hoch ist die Deckenhöhe. Das ist alles erfahrbar zu machen, ohne dass man jetzt sich sehr anstrengen muss, sich in diese 2D- oder 3D-Zeichnungen reinzufügen. Die Kameraflüge habe ich jetzt wiederentdeckt. Ich habe jetzt bemerkt, dass man, wenn man kleinere Sequenzen auch nochmal mit der Kamera einsetzt, dient das auch nochmal dazu, eine kleine glanzvolle Präsentation zu machen, dass der Kunde auch wieder leicht begreift. Seit einiger Zeit bietet Palette-Cut auch künstliche Intelligenzfunktionen, die ich insbesondere sehr gerne nutze, um unsere Präsentationen aufzupeppen, gerade die 2D-Bilder, dass wir da das AI Magic Touch einbinden und auch durch Menschen, durch Gegenstände, durch Tiere einfach auch die Szenerie lebendiger machen. Das Exposé ist unsere Plattform, um den kompletten Entwurf darzustellen und auch auf die Baustelle zu bringen. Das heißt, wir machen dann verschiedene Arbeitsbereiche, aber verschiedene Flächen, zeigen die technischen Daten dort, machen am Schluss natürlich nochmal ein paar Präsentationen, ein paar Renderings, aber es dient vor allen Dingen eben auch, um dann das ganze Projekt baubar zu machen. Uns ist es wichtig, die Hauptrolle zu spielen, die Gewerke zu steuern, die Gewerke zu organisieren, für den Kunden zu planen, damit er damit nichts zu tun hat. Wir arbeiten grundsätzlich sehr viel mit langjährigen Partnern zusammen, ob das ein Elektriker, Sanitär oder Fliesenleger ist. Als ich in den Betrieb kam,
stieß ich als reiner Windows-Anwender hier in einem Betrieb, der komplett auf Mac und Apple eingestellt war, was uns vor Probleme gestellt hat, weil wir erstmal gar nicht wussten, wie können wir denn jetzt planen. In der Zeit hat aber auch PaletteCAD gerade daran gearbeitet, den Apple-Usern eine Version anzubieten, das Cloud Computing. Und das läuft jetzt sehr gut. Wir spüren tatsächlich im Alltag überhaupt gar keine Unterschiede mehr zwischen dem Windows, den ich nutze, und meine Kollegin, die den Apple-Rechner benutzt. In dem Fall, dass neue Mitarbeiter kommen, arbeiten wir die ein, indem wir die Palette Academy nutzen, die Kurse, die da zur Verfügung stehen. Das geht sehr gut und dann natürlich sehr schnell im Arbeitsflow gibt das dann sehr schnell sehr schöne Ergebnisse. Ich bin froh, dass ich sehr viel Zeit in Digitalisierung schon lange reingesteckt habe. Wir sind da gar nicht so weit, dass wir noch sehr viel machen müssen. Natürlich sind wir sehr fortgeschritten, was KI angeht. Jetzt gerade sind die nächsten Meilensteine tatsächlich Automatisierung, den Mitarbeitern Prozesse zu vereinfachen, um da einfach noch ein bisschen effektiver zu arbeiten.